Hallo Leute zu einem neuen Stream. Also hier ist die Javelin angedockt und ich bin da jetzt drin. Wir haben also die Möglichkeit, eine Javelin anzuschauen. Welcome aboard the UEES Warhammer. As part of this year's Invictus celebrations, I'd like to invite you to take a look around and get an up-close look at an active military vessel. Some of the actual crew members have graciously volunteered their time to explain what life is like aboard the ship. I would like to remind you that the entire ship is not available for exploration, so please be respectful of unauthorized areas. Thank you, and enjoy your visit. Okay, habt ihr gehört? Man kann nicht alles sehen, aber das ist schon mal cool hier. Boring. Der Hammer ist ja, wie groß dieses Schiff ist. Das ist ja der Wahnsinn. Okay, hier darf man jetzt nicht weitergehen. Aber man kann zumindest schon mal hier so ein bisschen rumlaufen. Welcome aboard UEES Warhammer. As part of this year's Invictus celebrations, I'd like to invite you to take a look around and get an up-close look at an active Hier sind die Quartiere. Das haben wir ja schon in verschiedenen CIG-Videos gesehen. Ja gut, hier sieht man auch anhand der Stapelform, wie viele Leute hier an Bord sind. Das ist ein riesiges Schiff. Und wer Star Citizen kennt, weiß, dass hier wirklich alles so gemacht wird wie in echt. Das heißt, viele Leute brauchen viele Betten, viele Tische und so weiter. Dass man hier rumlaufen kann, das ist schon der Hammer. Ich finde das schon klasse. Ich werde hier wahrscheinlich nicht wieder rausfinden, aber egal. Alleine schon, wie viele Decks dieses Schiff hat. Hammer. Das wird dann später mal ein Highlight, wenn man auf so einem Schiff, sage ich mal, dient und zum Beispiel zu einem bestimmten Turret muss oder zum Hangar und sich noch nicht richtig auskennt. Dann geht nämlich die Rennerei los. Oh, da geht's zur Brücke, da können wir ja mal hingehen. Ich finde allein schon die Gänge hier haben sie schön gemacht, von der Optik her. Eigentlich sollten wir noch zur Brücke kommen. Okay. Hello, welcome to the UEES Warhammer. This Javelin-class destroyer was originally built by Aegis Dynamics and has been in active service since 2832. Launching under the command of Captain Omar Singh, the ship initially served as a combat support vessel in the 2nd Fleet, 6th Battle Group, a posting that put it close to the Vandal front. The Warhammer saw action during the fall of Caliban in 2884,
where it protected retreating civilian and naval forces when the system ultimately fell, earning a ribbon for valor in the process. For the next several decades, the Warhammer transitioned between fleets in a variety of support and patrol positions, even participating in the UEE push to reclaim the Nexus system in the 2930s. Most recently, the Warhammer distinguished itself as the primary combat vessel to repel the outlaw group known as Xenothreat from the Stanton system. Since then, the Warhammer has been placed in dry dock for repairs, but is heading back to active service once this year's Invictus festivities are concluded. The room you're currently seated in is the main briefing room for the entire ship. Based around a hollow volume built by Microtech, the crew gathers here to discuss everything from battle strategies to repair schedules. The Marine detail assigned to this ship also uses this room to plan out their boarding actions or outline combat strategies. This room has even acted as a venue for off-duty activities, such as vid screenings or sporting event parties. We hope that you'll take the opportunity to explore the ship and get an up-close look at one of the vanguards of order. On behalf of Captain Metcalf and the rest of the crew, I want to wish you a fantastic Invictus, and hope we see you next year. Oh, haben wir uns das auch mal eben angehört? Hello, and welcome to the UEES Warhammer. This Javelin-class destroyer was originally built by AMD Ryzen. Ich wollte mir eigentlich mal die Brücke anschauen. Ich denke, da bekommen wir keinen Zugang. Oder ich habe wieder was verpasst. Okay, dann haben wir hier eigentlich soweit alles gesehen. Jetzt auch ab und zu mal NPC. Hello, welcome to the UEES Warhammer. This Javelin-class destroyer was originally Ich weiß nicht, ob die das vorher schon gemacht haben. Auf jeden Fall ist es jetzt relativ auffällig oft. Daher scheint mir das neu zu sein. Ich gehe mal wieder eine Etage runter. Hier sind wir fertig. Hier ist jetzt nichts weiter. Bay ist leider nicht zugänglich. Popular spaces on the ship. The mess has a fully automated dispensary since we operate on rotating shifts. We have a standard crew complement of 65 to 70, and meals need to be available at all times, so we have a culinary team always on duty, ready to lend support. The famous pilot Harry O'Reilly was once quoted as saying, if you ever want to take the temperature of a ship's crew, spend 20 minutes in their mess. Now this is one of the main social areas of the ships where crew members from different departments can catch up in their own downtime. We also use the mess for social events like birthdays, holidays, and promotions, since it's able to hold so many people. Our skipper, Captain Metcalf, is a big believer in casual gatherings. It's in an effort to entrench camaraderie. So we're in here pretty often. Now, you've probably noticed our games in the corner, so I'll just address the question that everyone asks.
Yes, it's pretty competitive. The XO currently has the score to beat. Anyway, I'd like to invite you to have a look around. Oh, da können wir mal hingehen. Der hat bestimmt einen großen Frachtraum. Ich glaube, von dort sind wir gekommen. Nee, hier. Da sind wir reingekommen. Hier ist ja der Dockingport. Welcome aboard the UEES Warhammer. As part of this year's Invictus celebrations, I'd like to invite you to take a look around and get an up-close look at an active military vessel. Some of the... Okay, der geht nicht auf. I really... All right, let's settle down. My name's Lieutenant Commander Alderman. I run the turret complement aboard the Warhammer. That means I'm in charge of coordinating fire between our various gunners during a combat engagement in order to maximize combat effectiveness. But when we aren't in combat, I strive to keep my team sharp by running through engagement drills and simulated encounters. Now, the Javelin comes standard with 15 turrets, 13 of which have embedded operators. There are 6 turrets like the one you see here that run along the side of the ship, each of which is equipped with a pair of size 7 cannons for larger targets and a pair of size 4 Gatlings for smaller targets like fighters and even incoming missiles and torpedoes. We've got 4 more turrets on the bow of the ship, armed with size 7 energy cannons and 3 gunners on the underside with the same. All this firepower is coupled with a heavy payload of ordnance to make the Warhammer a real problem for all sizes of ship, hence why we can be tasked to operate independently on patrols without support from the rest of the battle group. During the Xeno threat incursion, our gunners were responsible for the destruction of over 70 hostile elements and several capital ships, as well as protecting the ship from incoming ordnance. As a special treat, we've safetied this turret so you can get a taste of what it feels like to be a gunner. All the weapons have been deactivated, so don't worry about accidental discharge. But I'll remind you this is an active military vessel, so be respectful all the same. Thank you, and have a great Invictus. So, haben wir uns das auch eben angehört. Ja, der Fahrstuhl öffnet sich leider nicht. Da geht's nicht weiter. Da sind wieder die Schlafquartiere. Da waren wir ja schon. Geht's nicht weiter. Düsen wir mal hier rum. Alright, let's settle down. Messerhalle kennen wir schon. Hier ist der Dockingport, wo wir reingekommen sind. Welcome aboard the UEES Warhammer. As part of this year's Invictus Ach, celebrations, da geht's nicht I'd weiter like to bei invite you to Cargo. take a look around. Okay, das ist also schon ein sehr beschränkter Bereich, den man hier sich anschauen Some of kann. the actual crew members. Aber trotzdem finde ich es klasse, weil das ist ja schon ein ziemlich großes Schiff und dass man hier mal so einen Blick reinwerfen kann, das ist schon cool. Mal gucken, ob man sich hier hinlegen kann. Hey, cool. Hello, welcome to the Mal UEES gucken, ob ich mich auch ausloggen kann. This Javelin-class destroyer was originally built by Aegis Dynamics here. and has been in active Close. service since 2832. Launching under the command of Captain Omar Singh, the ship initially ich kann die served as a Kabine combat zumachen. support vessel Cool. for the 2nd Fleet, 6th Battle Group, a posting that put it close to the Van Duel front. The Warhammer saw action during the fall of Caliban in
2884, where it protected retreating civilian and naval forces when the system ultimately fell, earning a ribbon for valor in the process. For the next several decades, the Warhammer transitioned between fleets in a variety of support and control. Hello, and welcome to the UEES Warhammer. This Javelin-class destroyer was originally built by Aegis Dynamics and has been in active service since 2832. Launching under the command of Captain... Attention, civilians. We are ending the tours for the day. Please make your way to the exit and have a great Invictus. Hello, welcome to the UEES Warhammer. This Javelin-class destroyer was originally built by Aegis Dynamics and has been in active service since 2832. Nicht weiter und da geht's raus. Ja, habe ich ja doch wieder rausgefunden. We aren't giving any more tours today. Also hier die Beleuchtung ist noch nicht ganz so korrekt in diesem Docking-Arm, wie ihr seht. Ich bin hier an Port C, falls euch das interessiert und ihr auch mal schauen wollt. Fahrstuhl ganz oben, Port C. Dann gibt es noch Secure Deck C, weil ich jetzt mal hin. Da ist nämlich mein Herkules geparkt. Beziehungsweise auf mein Schiff. Habe ich denn einen Crime Stat? Nö. Okay, dann. Es wird eine gefährliche Aktion. Ich hoffe mal, dass ich nichts abkriege. Den Geballer. Das Feuerwerk hat jetzt ein bisschen Ruckeln ausgelöst. So, ist ja schön, dass mein Herkules hier geblieben ist. Die Javelin bewegt sich, die ist dann scheinbar jetzt auch abgedockt. Aber die hatten, glaube ich, eine Durchsage gemacht, deshalb, wenn ich mich recht erinnere. Ich denke mal, wenn ich jetzt drin geblieben wäre, wäre ich jetzt irgendwie aufgewacht in den Hubs oder so. Vermute ich mal.
jetzt einfach da stehen und kommt wieder. Ich würde immer noch zu gerne mal den Bengal sehen. Der lässt sich ja leider nicht blicken. So, wie es aussieht, bleibt die einfach da stehen und kommt gleich wieder angedockt. Ne, jetzt ist sie weg. Zack, die spawnt, fertig. Dann könnte doch jetzt der Bengal mal auftauchen. Einfach so. Ich würde gerne mal sehen, wie groß der ist. Also ich kenne zwar die Zahlen, aber wenn man das ja selber sieht, ist ja was anderes. Ich warte hier einfach mal kurz und dann denke ich, wird dieses Schauspiel mit Feuerwerk etc. gleich wieder losgehen. Dann taucht der vielleicht auch mal auf. So ein bisschen nach hier rüber. Hier mal einen schönen Überblick. Oh, schade. Tja, passiert.